Wir sind heute im Töstal. Genauer gesagt wandern wir heute von Sitzberg aus eine wunderbare Runde. Wir werden sehen, was wir entdecken. Erstmal geht es über einen Flurweg. Doch schon bald laufen wir im Schatten eines kleinen Waldes. Mutter Natur hat uns wieder. Alsbald folgt ein Wegweiser. Nach wenigen 100 Metern führt der Wanderweg über eine Blumenwiese. Dort ist der Wanderweg schwierig zu erkennen, da nicht gemäht wurde. Vielleicht wird das in anderen Jahren besser sein. Wir lassen uns natürlich nicht entmutigen und kämpfen uns durch das hohe Gras. Die Aussichten werden immer besser. Alles blüht. Hier beispielsweise eine Knäuelglockenblume. Nun erreichen wir einen schmalen Waldpfad. Es geht weiter durch dichte Vegetation. Zwischendurch liegt auch der eine oder andere Baum über dem Weg. Es heißt unten durch oder darüber hinwegsteigen. Dieses Stück war jetzt wirklich ein bisschen grenzwertig. Der Weg war ausgewaschen und teilweise ziemlich rutschig. Da müsste nachgebessert werden. Es sind sehr viele Radfahrer durchgefahren und da müsste man wieder ein bisschen auffüllen. Unten angekommen, halten wir uns in Richtung Schreizen-Gießen. Das Wassergeplätscher, welches wir vernehmen, kommt vom Ruppenbach. An diesem laufen wir jetzt ein Stück entlang. Einfach herrlich, das Bachrauschen und das Vogelgezwitscher zu hören. Ein kleiner Sturzbach liegt auch auf dem Weg. Naturfreunde wie wir kommen hier voll auf ihre Kosten. Eine Brücke ist in Sicht. Hier queren wir den Bach. Eigentlich ein hübsches Plätzchen für eine Pause. Doch wir müssen leider weiter. Nun geht es wieder bergauf. Ein wirklich schöner Weg. Wir folgen dem Pfad eine ganze Weile durch den dichten Wald. Um uns eine in intensivem Grün gefärbte Landschaft. Wir fühlen uns wie in tiefster Wildnis. Irgendwann kommt wieder eine kleine Brücke und wir überqueren den unten durchfließenden Urlibach. Es folgt eine etwas steilere Passage. Wir werfen einen letzten Blick hinunter in die Schlucht. Dann nehmen wir die letzten Treppenstufen nach oben. Es ist nicht mehr weit. Nur noch ein kleines Wegstück und wir sind am Wasserfall. Wir sind nun beim Schreizer Gießen. Ein wunderschöner Wasserfall, umgeben von sagenhafter Natur. Zum Genießen. Meint ihr nicht auch? Rund 30 Meter stürzt er vom Nagelfluhfelsen in die Tiefe. Die Schlucht mit dem Wasserfall ist ein echtes Juwel. Wer würde im Kanton Zürich mitten im Wald einen solchen Ort vermuten?
Eine Besonderheit an diesem Wanderweg ist, dass man hinter dem Wasserfall durchgeht. So, und nun geht's weiter. 150 Meter verläuft der Weg jetzt durch die Halbhöhle, welche hier in der Region Gubbel genannt werden. Der Wanderweg führt noch ein Stück am Nagelfluhfelsen entlang, bevor es wieder, von Vogelgezwitscher untermalt, über schmale Pfade durch den dichten Wald geht. Jetzt beginnt es zu regnen. Gut, dass der Wald das meiste abhält und wir einigermaßen trocken bleiben. Einige Zeit später befinden wir uns auf einem Panoramaweg. Eine Sitzgelegenheit ist in Sicht. Zeit für eine Rast. Sehr wechselhaftes Wanderwetter heute. Zuerst Sonnenschein, blauer Himmel, dann Regen und jetzt wieder etwas Sonnenschein. Gerade rechtzeitig, als wir die Raststelle entdeckt haben. Und hier machen wir jetzt ein bisschen Pause und man hat eine wunderbare Sicht auf die Berge. Wobei diese sicher bei idealem Wetter noch weit besser wäre. Dann sähe man die ganzen Alpenketten um einiges klarer. Es geht weiter auf dem Panoramaweg. Doch auch Passagen auf schmalen Pfaden kommen immer wieder vor. Ein bisschen später erreichen wir Sitzberg und seine Kirche. Wir sind wieder an unserem Ausgangspunkt. Einfach erfrischend nach einer Wanderung die Hände zu waschen. Ach, schön kühl. Ja, es war eine interessante Route. Der Wasserfall war ja wirklich wunderschön da. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Schreibt noch einen Kommentar und wir sehen uns bald im nächsten Video.